Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute möchte ich euch zeigen, wie man diesen berühmten Schwedenbitter selber herstellen kann. Und zwar werden wir natürlich hier die alkoholfreie Variante wählen, die mindestens genauso wirksam ist wie das ursprüngliche Rezept. Es gibt ja den großen und den kleinen Schwedenbitter. Wir werden uns in diesem Video jetzt auf den kleinen Schwedenbitter konzentrieren, dessen Wirkung noch sehr viel intensiver sein soll als der große Schwedenbitter. Das Rezept dazu stammt ursprünglich von einem schwedischen Arzt mit Namen Dr. Samst, der, nicht zuletzt gestärkt durch seine Schwedenkräuter, kerngesund im Alter von 104 Jahren bei einem Reitunfall ums Leben kam. Die Verbreitung über ihre große Heilkraft verdanken die Schwedenkräuter insbesondere der kräuterkundigen Maria Treben, die das Rezept aus dem 18. Jahrhundert wieder aufgegriffen hatte und es bekannt gemacht hat. Dazu gibt es auch noch diese alte Handschrift von diesem Dr. Samst, die in 46 Punkten den Gebrauch der Tropfen zur Heilung vieler Erkrankungen beschreibt. Darauf werden wir dann inshallah noch später darauf eingehen. Ein Satz, den dieser Dr. Samst gesagt hatte, war: Was bitter ist im Mund, ist innerlich gesund. Und deshalb gründet dieser kleine Schwedenbitter auf 11 Heilkräutern, deren Wirkungen hauptsächlich auf die Bitterstoffe zurückzuführen sind, die in fast allen Zutaten enthalten sind. Und zwar sind dies folgende Heilkräuter: Aloe Vera, Naturkampfer, Myrrhe, Safran, Sennisblätter, Theriakwurzel, also auch die Bibernelle genannt, Rhabarberwurzel, Zitwerwurzel, Manna, Eberwurzwurzel und Angelikawurzel. Interessant finde ich dabei, dass 2 der Zutaten in unseren islamischen Quellen vorkommen. Das Manna kommt ja im Koran vor und die Sennisblätter kommen in den Hadithen vor, welche gegen Verstopfung empfohlen werden. Ja, subhanallah. Was die Bitterstoffe dieser Kräuter anbelangt, so regen sie die Verdauung an, indem sie über Geschmacksknospen und Vagusnerven die Sekretion von Speichel, Magensaft, Gallenflüssigkeit und Bauchspeichel erhöhen, was sich zunächst symptomatisch als lindernd bei Völlegefühl, Blähungen und Oberbauchbeschwerden auswirkt, durch die verbesserte Aufschlüsselung der Nahrung und gesteigerte Resorption jedoch den gesamten Stoffwechselprozess optimiert und damit die Selbstheilungskräfte des gesamten Organismus unterstützt. Die Durchblutung sämtlicher Organe wird verbessert, die Leber als Giftzentrale gestärkt. Neben der verdauungsfördernden Kraft besitzen die Schwedenkräuter aber noch weitere spezifische Wirkungen, von denen ich einige beispielhaft anführen werde, um dem großen Wirkspektrum des Schwedenbitters ansatzweise gerecht zu werden. Theriak wird vor allem bei Erkrankungen der oberen Atemwege geschätzt, Eberwurz ist schweißtreibend, die Zitwerwurzel löst Krämpfe und vertreibt Pilze aus dem Darm, die Angelikawurzel gilt auch als harntreibendes Blasen- und Nierenmittel, während die Aloe Vera dermatologisch hochwirksam ist und zudem Antikörper, Fress- und Killerzellen unseres Immunsystems zu aktivieren vermag. Manna und Sennisblätter wirken stuhlerweichend, also günstig bei Analfissuren auch, und abführend bei hartnäckiger Verstopfung. Natürlicher Kampfer soll eine regulierende Wirkung auf Zustände psychischer und organischer Über- und Unterfunktion besitzen. Er wird gern bei Schock, Ohnmacht, aber auch Herz- und Kreislaufproblemen eingesetzt. Safran schließlich wirkt tonisierend auf die Geschlechtsorgane, lindert Menstruationsbeschwerden und gilt im Ayurveda als Aphrodisiakum. Bedenkt man dazu, dass das Ganze immer mehr ist als die Summe seiner Teile, berücksichtigt also die sich gegenseitig potenzierende Wirkweise der einzelnen Inhaltsstoffe innerhalb einer Kräutermischung, so wundert es nicht, dass dem kleinen Schwedenbitter mit Beinamen wie Universaltropfen und Lebenselixier gehuldigt wird. Und deshalb wollen wir dieses Universalheilmittel jetzt hier selber zusammenstellen. Wie ihr jetzt gesehen habt, werden wir jetzt hier 3 Flaschen von diesem naturtrüben Bio-Apfelessig in die Gläser füllen. Das sind genau 1,5 Liter insgesamt von diesem naturtrüben Bio-Apfelessig. Und zu dieser Menge werden wir jetzt genau 100 Gramm von dieser Kräutermischung hinzufügen, die ich eben oben angeführt hatte. Also die 11 erwähnten Kräuter sind hier jetzt alle schon zusammengemischt. Die kann man auch online bestellen, diese Kräutermischung. Dazu werde ich euch dann noch einen Link in der Infobox posten, inshallah. Ja, und das war es dann theoretisch auch schon. Jetzt wird das einfach nur alles gründlich mit diesem Apfelessig vermischt. Einmal kurz durchgerührt mit dem Löffel. Und dann werden wir die beiden Gläser schließen, nachdem wir alles gut durchgemischt haben. Kräftig schütteln und dann werden die für mindestens 2 Wochen lang im Schrank, in einem Küchenschrank,
bei Zimmertemperatur aufbewahrt, während sie dann jeden Tag immer kräftig durchgeschüttelt werden. Also mindestens einmal am Tag sollte man sie dann kräftig durchschütteln, damit der Apfelessig die Wirkstoffe dieser Kräuter gut in sich aufnehmen kann. Nach 2 Wochen könnte man dann theoretisch schon einen Teil davon absieben und dann verwenden. Aber je länger die in diesem Apfelessig stehen, umso wirkungsvoller wird am Ende dann dieser Auszug. Der Apfelessigauszug selber, sobald man ihn dann abgeseit hat, würde theoretisch jahrelang halten, sofern man ihn nicht vorher natürlich aufbraucht. Dieses altbewährte Rezept des kleinen Schwedenbitters ist, laut Maria Treben, theoretisch für alle Krankheiten und Leiden einzusetzen. Die alte Handschrift von Dr. Samst beschreibt in 46 Punkten den Gebrauch der Tropfen zur Heilung vieler Erkrankungen. Darunter finden sich Empfehlungen zur inneren und äußeren Anwendung bei Schmerzen jeder Art, zur Wund- und Narbenheilung, bei Frauenbeschwerden, für die Beseitigung von Magen- und Darmsymptomen, Erkältungskrankheiten, Schwerhörigkeit, Taubheit, innere und äußere Entzündungsprozesse und sogar schwere Infektionskrankheiten, also wie Pest, Blattern und Pocken. Nervlich bedingte Symptome wie Zittern, Lähmungen und Epilepsie sollen genauso kuriert werden wie Erkrankungen zentraler Organe, also Herz, Leber, Nieren, Lungen, Depression und sogar Krebs. Und zwar kann der Schwedenbitter bei folgenden Symptomen eingesetzt werden: Schmerz, Schwindel, soll das Gedächtnis sogar stärken, bei entzündeten Augen, dem grauen Star, Pocken und Ausschlägen aller Art, Krusten in der Nase, Zahnschmerzen, Blasen an der Zunge, erhitzter, wunder Hals, Schluckbeschwerden, Magenkrämpfe, Koliken, Stuhlverstopfung, Magenleiden, Gallenschmerzen, Wassersucht, Ohrenschmerzen, Ohrensausen, bringt selbst verlorenes Gehör wieder, Mutterschmerzen, fördert die Geburt, leichter Abgang der Nachgeburt, gegen Milchstau in der Brust nach der Geburt, gegen Würmer, Hämorrhoiden, heilt Nieren, wirkt sogar bei Melancholie und Depression, regt den Appetit und die Verdauung an, bei Gelbsucht, bei Ohnmacht, Krämpfe, Lungensucht, bei zu starker Regelblutung, Epilepsie, Lähmungen, Schwindel und Übelkeit, Blattern und Rotlauf, Fieber, Warzen, Krebs, eitrige Wunden, Geschwülste und Schmerzen, Wundmale und Schnitte, alle Narben, Fisteln, Brandverletzungen, Beulen, Flecken, bringen verlorenen Geschmack zurück, Blutarmut, rheumatische Beschwerden, gefrorene Hände und Füße, Hundebisse, Hühneraugen, Pestgeschwüre und Beulen, Schlaflosigkeit. Der Betrunkene wird sofort nüchtern dadurch, zitternde Hände und Füße. Das sind eben die 56 Punkte, die der Dr. Samst angeführt hat, aber laut Maria Treben soll das Elixier bei allen Krankheiten helfen. Wallahu alim. Hier sehen wir das Ganze jetzt ab, wie wir gesehen haben, also nach 2 Wochen frühestens. Man könnte es aber auch viel länger stehen lassen und jeden Tag durchschütteln, wie ich ja schon gesagt hatte. Aber wenn man das jetzt schon früher braucht, dann kann man einen Teil davon oder auch einfach alles schon nach 2 Wochen absieben und durch so ein Tuch hier, wie wir das jetzt hier sehen, durch so ein Windeltuch oder dergleichen, das abseilen und dann fest ausdrücken, damit eben nichts von diesem wertvollen Elixier verloren geht. Dann wird dieses Elixier einfach in ein Glas gegeben, welches man dann gut verschließen kann und an einem dunklen Ort, einfach in einem Schrank, in einem Küchenschrank aufgehoben. Und wie gesagt, hält sich dann dieses Elixier jahrelang, sofern man es eben nicht vorher aufbraucht. Ja, und dann prophylaktisch, also innerlich könnte man es dann zur Prophylaxe morgens und abends jeweils einen Teelöffel von diesem Schwedenbitter in Wasser verdünnt einnehmen. Und bei jeglichen Unpässlichkeiten würde man dann 3 Teelöffel verdünnt einnehmen, während man bei bösartigen Erkrankungen einen Esslöffel verdünnt in einen 1/8 Liter Kräutertee verteilt auf eine halbe Stunde vor und nach jeder Mahlzeit einnehmen. Auch äußerlich könnte man den Schwedenbitter als Schwedenkräuterumschlag bei allerlei Beschwerden benutzen. Dazu sollte man die betreffende Stelle allerdings dann mit einer Creme eincremen, wie zum Beispiel mit meiner selbstgemachten Aloe Vera Creme, damit die Haut nicht gereizt werden kann. Und dann tunkt man einfach ein Wattestück in den Schwedenbitter und legt das auf die zu behandelnde Stelle, welche man dann mit einer Folie und einem weiteren Tuch abdecken sollte, damit eben die Kleidung davon nicht beschmutzt werden kann. Die Schwedenkräuterumschläge können dann 2 bis 4 Stunden getragen werden oder wenn der Patient es verträgt, könnte er auch über Nacht getragen werden. Diese äußerlichen Umschläge könnte man bei allen möglichen Beschwerden benutzen.
weil die Wirkstoffe durch die Haut in den Organismus gelangen und so ihre Wirkung auch von außen tun können. Und da kann man, you name it, also alle möglichen Beschwerden anführen, sei dies Rheuma oder Brandverletzungen, alte Wunden oder Narben, Warzen, Schwangerschaftsstreifen, rissige Hände, Kopfschmerzen, Migräne, Hexenschuss, Thrombosen, Venenleiden, Pickel, Insektenstiche, Mandelentzündungen, Ohrenschmerzen, wobei man einen befeuchteten Wattebausch zum Beispiel in das schmerzende Ohr geben könnte oder bei Schnittwunden oder Verletzungen. Man könnte aber auch gurgeln damit oder einfach den Mund damit ausspülen nach dem Zähneputzen. Das würde dann Zahnfäule verhindern. Oder bei Hämorrhoiden, auch bei Erkältungen könnte man einen Brustumschlag damit machen und so weiter und so fort. Also es sind diesem sogenannten Allerheilmittel eigentlich keine Grenzen gesetzt, sodass man dieses Lebenselixier bei fast allen Beschwerden einsetzen kann. Subhanallah. Dadurch, dass dieser Schwedenbitter jetzt ohne Alkohol versetzt wird, können ihn sogar auch Kinder einnehmen, was bei dem Originalrezept, welches mit Alkohol angesetzt wird, eben nicht möglich wäre. Man könnte sogar eine Schwedenkräutercreme herstellen, indem man den Schwedenbitter mit gesunden Ölen, wie zum Beispiel Schwarzkümmelöl, vermischt und als Emulgator zum Beispiel Shea-Butter oder auch Bienenwachs verwendet und dann diese Creme anstelle der Schwedenkräuterumschläge benutzt. Die Creme würde sich sehr lange halten, da sie eben durch diesen Essigauszug gleichzeitig konserviert wird. Bei der innerlichen Einnahme des Schwedenbitters ist es wichtig, dass man hier das destillierte Wasser verwendet, um den Auszug damit zu verdünnen und möglichst kein Leitungswasser dafür benutzt, weil die Schadstoffe darin dann die Wirkung des Schwedenbitters zunichte machen würden, mindestens aber abmildern würden. Warum wir unser Leitungswasser destillieren sollten, dazu werde ich euch das Video nochmal hier in den Infokarten verlinken, inshallah. Den Schwedenbitter kann man über einen längeren Zeitraum anwenden. Nach 6 Wochen Daueranwendung sollte man allerdings eine Pause von mindestens 3 Wochen einlegen, bevor man die Schwedenkräuter wieder regelmäßig einnimmt. Dadurch behalten die Schwedenkräuter ihre Wirksamkeit und der Körper gewöhnt sich nicht zu stark daran. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf jede einzelne Zutat, die im Schwedenbitter enthalten ist, eingehen. Zuerst die Aloe Vera. Sie enthält weit über 100 Inhaltsstoffe. Wegen folgender Wirkungen ist sie im Schwedenbitter enthalten. Sie wirkt abführend, verdauungsfördernd, wundheilend, lindernd und abwehrstärkend. Die Angelika-Wurzel ist wegen folgender Wirkung enthalten. Sie wirkt verdauungsfördernd, angstlösend, anregend, antiseptisch, beruhigend, kraftspendend, also tonisierend, krampflösend, schleimlösend und wundheilend. Die Rhabarberwurzel hat folgende Aufgaben im Schwedenbitter. Sie wirkt abführend, adstringierend und verdauungsfördernd. Folgende Aufgaben übernimmt die Mirre in den Schwedenkräutern. Sie wirkt adstringierend, antibakteriell, blutstillend, entzündungshemmend und wundheilend. Der Mirrenharz kommt vom Mirrenbaum, der in Arabien und Afrika heimisch ist. Anwendungsgebiete des Theriax sind Vergiftungen, Infektionskrankheiten, Schmerzen, Herzkrankheiten und Gesundheitsbeschwerden aller Art. Sennisblätter, die auch im Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam vorkommen, kann man für folgende Anwendungsgebiete einsetzen: Verstopfung, Magenbeschwerden, Infektionskrankheiten und Fieber. Und ihre Aufgabe in den Schwedenkräutern ist abführend und entblähend. Der Safran wird für folgende Anwendungsgebiete eingesetzt: Erschöpfung, Herzschwäche und Verdauungsschwäche. Und er wirkt mit folgenden Eigenschaften in den Schwedenkräutern: anregend, krampflösend, menstruationsfördernd und verdauungsfördernd. Der Naturkampfer ist besonders für die äußerliche Anwendung des Schwedenbitters sehr wirksam, denn er wirkt anregend, durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, kühlend, schleimlösend, schmerzstillend und tonisierend. Die Zitterwurzel ist eine Verwandte des Ingwers und ihre Aufgabe in den Schwedenkräutern ist antibakteriell, beruhigend, blutreinigend, galletreibend, krampflösend, schleimlösend und verdauungsfördernd. Mit der Eberwurzel wurde früher sogar die Pest behandelt. Ihre Aufgabe in den Schwedenkräutern entspricht den vielseitigen Fähigkeiten der Eberwurz. Sie wirkt abführend, antibiotisch, harntreibend, krampflösend und schweißtreibend. Manna wirkt in den Schwedenkräutern einerseits sanft abführend, auch harntreibend, und der süße Geschmack von Manna macht den Schwedenkräutertrunk milder und angenehmer. Damit haben wir die 11 Kräuter des Schwedenbitters kurz zusammengefasst. Übrig bleibt noch der Apfelessig. Die Gesundheit des Apfelessigs ist bekannt. Unter anderem reduziert er den Blutzuckerspiegel. Er reduziert den Blutfettspiegel und erhöht gleichzeitig das gute Cholesterin, sodass er gut gegen Diabetes wirkt. Auch besitzt er eine krebsbekämpfende Wirkung. Ebenso vernichtet er schädliche Pilze und Bakterien
und wirkt basisch, unter anderem. Mein Video zu dem gesunden Honig-Apfelessig-Getränk kann ich euch nochmal hier oben verlinken. Damit haben wir den kleinen Schwedenbitter, der von Maria Treben als Allheilmittel deklariert wurde, nur kurz umrissen. Die vielen und detaillierten Anwendungsgebiete der Schwedenkräuter aus der alten Handschrift von Dr. Samst werde ich euch nochmal in der Infobox inshallah auflisten. Für heute war es das erstmal. Inshallah werdet ihr mit diesem Video den kleinen Schwedenbitter jetzt selbst zubereiten können und damit wieder ein tolles, natürliches Allheilmittel für zu Hause haben, womit ihr viele Krankheiten verhindern und auch bekämpfen könnt, inshallah. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.